Jawohl! Jawohl! Gefällt mir Stand jetzt am schlechtesten. Alter, wer das Hecker da. Jawohl, jawohl, Mann! Drauf, Alter! Das ist einfach unglaublich. Ist das schon ein M5? Also da steht jetzt. Ich sag einmal, haben sie da einen Motor ausgebaut oder was? Nee, Sondern wir sind rein elektrisch unterwegs. braucht man das. Ich sag dir ganz ehrlich, ich finde das geil. Lieg nicht. Na wirklich, ich finde es geil, wenn du tiefenentspannt unterwegs sein kannst. Und auf der anderen Seite, Beppe, wir haben den V8 vorne noch drinnen. Aber tiefenentspannt, da kann ich auch mit dem i5 fahren, da brauche ich keinen M5. Ja, wir brauchen nicht reden. Performancemäßig natürlich auf der einen Seite sind wir schwerer unterwegs, aber auf der anderen Seite ist es performancemäßig auch besser. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich finde, es gibt nichts Geileres, wenn du ein Auto hast mit viel Dampf, mit dem du aber auch rein elektrisch unterwegs sein kannst. Wenn du jetzt natürlich rein nur elektrisch unterwegs bist, dann haben wir natürlich ein bisschen Nachteil. Aber Leute, wir haben den neuen M5 am Start und heute werden wir damit mal richtig aufreißen und mal schauen, was damit nicht nur so als Daily natürlich geht, sondern wir wollen den ultimativen Test machen und deswegen direkt gleich am Anfang, wir werden damit auf die Autobahn gehen, wir werden schauen, was geht da so vorwärts und wir wollen natürlich schauen, 100, 200, was werden wir hier hinbekommen? Also schaut euch das Video auf jeden Fall komplett an, denn das wird der ultimative Test heute werden. Denn man muss ja klipp und klar sagen, hier der neue M5 ist einfach 500 Kilo schwerer als der alte M5. Und das ist ein richtiger Brocken. Da wollen wir natürlich sehen, ist das performancemäßig schlechter als der alte M5, denn der Vorgänger war ja auch schon 0 auf 100 etwas schneller, 3,5 Sekunden hier beim neuen M5. Beim Vorgänger sind es bei der Competition-Variante 3,4 Sekunden gewesen und sogar bei der CS-Version sind es glatte 3 Sekunden gewesen. Klar, natürlich, wir sprechen hier bei der Limousine von 2435 Kilo und das ist ein sehr umstrittenes Thema, gar keine Frage, Leute, weil 500 Kilo ist schon eine Ansage. Wenn man sich mal überlegt, hier AMG G63, okay gut, das ist jetzt der Firma 4, der ist jetzt nochmal deutlich schwerer, aber ein normaler G63 wiegt gerade einmal 100 Kilo mehr als hier der neue M5. Nichtsdestotrotz bin ich sehr davon überzeugt, wir haben das Auto jetzt gerade bei M abgeholt und ich bin ganz entspannt zurückgefahren. Trotzdem bin ich sehr davon überzeugt, dass das Fahrzeug performancemäßig gut sein wird, weil ich glaube, dass BMW das sehr gut hinbekommen hat, dass du das in der Fahrdynamik nicht spüren wirst, das Gewicht. Ich meine, leistungsmäßig, nochmal ganz kurz, 727 PS, 1000 Newtonmeter, rein Verbrenner sind es 585 PS und 197 PS rein elektrisch und wir können mit bis zu 69 Kilometer rein elektrisch unterwegs sein. Jawohl, jawohl, bleib drauf. Jawohl, jawohl, jawohl. Alter, Mann. Oh, was ist denn das? Alter, Vater. Alter, Vater, Mann. Alter, Mann, das dreht ja nur noch durch. Was war jetzt? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Was lachst du denn so? Hä? Weiß ich nicht. Da ist vorhin eine Möwe über unser Auto drüber. So Leute, So Leute, hinter uns ist ein Lastwagen, der hat gar keinen Bock zu warten. dann geht es jetzt los auf die Autobahn und ich würde auch direkt vorschlagen, weil ich meine, jetzt würden wir rein elektrisch losfahren. Wir drücken direkt gleich die M2-Taste, da ist alles auf komplett sportlich gestellt. Hab ich schon eingestellt, verstehst du? Können wir uns hier alles einstellen? Du hast ja wirklich hier alles auf Sport Plus gestellt. Ist ja klar. Lenkung mag aber ich persönlich eigentlich nicht auf Sport, sondern auf Komfort, weil da Und ich mag sogar einen Sport Plus, weil ich finde, selbst da ist zu wenig Feedback. Wirklich? Bisher immer gewesen bei Okay. M3, M4. Okay. Ich find's vom Driften her geiler dann. So, und jetzt schauen wir doch einfach mal, was da geht. Alter, Alter, wer tut Boah. den Gang rein, Alter? Hey. der hackt aber die Gänge rein, du. Ja. Wenn wir das künstlich schalten hätten. Also so jetzt die erste Beschleunigung geht schon richtig gut vorwärts. Ja. Und es fühlt sich einfach 0,0 nach 2,5 Tonnen an. Ja. Vom Gefühl her war jetzt das eher, als wenn du mit Launchcontrol wegfährst, gell? Weil du einfach über die Elektromotoren halt gleich den Punch hast. Ja, genau. Und ja gut, wie viel haben es? 197 PS, oder? Ja. Das kennst du halt einfach. 197 PS rein elektrisch. Der schiebt halt einfach schon mit dem Und ich meine, jetzt, wenn du dann schaust, jetzt gehst du theoretisch hier in den Setup-Modus. Nee, sorry, hier in den M-Hybrid-Modus. Und jetzt kannst du sagen, okay, rein elektrisch.
Und jetzt können wir bis 140 km/h einfach rein elektrisch fahren. Und das finde ich halt schon geil. Das finde ich halt schon wirklich geil. Und dann sagst du wieder, okay, komm, Dynamic Plus. Und jetzt ist wieder alles auf scharf gestellt. So, jetzt ist die Boost-Funktion aktiv. Das kennst du brutal gleich. Wie das Wie zurückreißt. es sich da hinten reinreißt. Schau dir das mal an. 180. Ey, das ist schon, also, boah, das schiebt halt schon echt gut Also vorwärts. der Kick ist krass. Der Kick am Anfang ist echt krass. Mit dem Drehmoment. Boah, geht es vorwärts. Weißt du was? Was Ich denn? würde sagen, wir schauen jetzt mal, was da 100, 200 geht, oder? Das darf ich auch sagen. Was habe ich hier im 5CS gemessen gehabt? Das schiebt schon richtig gut vorwärts. Bruder, mein Ding ist brutal. Ich sag 7,1, du bist 6,5 fahren. Mit dem. Ich sag das 7,1 Sekunden. Die kann man das laufen, gell? Ja, ich, Wenn wir, ja, 100%ig. 7,1 Sekunden, sage ich. Alter. Okay. Schauen wir mal. Ich bin einfach gut. Ich bin einfach wieso? gut. Was war's? 7,28. Aber ich glaube, wir hätten aus dem dritten beschleunigen müssen. Dann kommen wir auf die 7,1, was ich gesagt habe. Sind wir bereit? Sind wir bereit? Ich bin so gespannt. Einmal. 100, 200, 7,5. 7,5. Ja. 7,5. Also richtig Also müssen wir ja nochmal, dann waren wir jetzt halt langsamer als davor. Ja. Vorhin haben wir 7,2 gehabt. Probieren wir es nochmal, oder? Jetzt schauen wir mal. So, Beppe, und? Was sagt er? Wir haben eine brutale 721 Oh! Aber Verified oder nicht? Verified. Echt? Nein. Nicht? Nein. Okay, das müssen wir nochmal anschauen. Verified haben wir genau welche? Die 755 ist Verified. Okay, so, Und das ist jetzt bedeutet- 722. Bedeutet, die Verified wäre theoretisch eine Sekunde langsamer als der M5 CS, wie ich den damals gemessen habe. Da haben wir ein komplettes Video dazu gemacht. Das waren 6,5 Sekunden, 100 auf 200. Das wäre dann theoretisch eine komplette Sekunde langsamer. Wir hätten jetzt theoretisch die 7,2 Sekunden. Das wäre auch jetzt genauso die Richtung gewesen, was ich jetzt getippt hätte. Also unter 7 Sekunden hätte ich jetzt niemals getippt. Das funktioniert einfach nicht. Da bräuchten wir auf jeden Fall über 800 PS. Es ist schon schnell. Es ist schon schnell, aber klar, natürlich könnte es schneller sein. Da brauchen wir überhaupt nicht reden. Da brauchen wir überhaupt gar nicht reden, dass das noch schneller sein könnte. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja mal eine Competition, weil wenn man sagt, die Motorleistung von 585 PS im Vergleich zum Vorgänger M5 CS mit 635, dann ist ja da noch ein bisschen eine Differenz dazwischen, die man auf jeden Fall ausgleichen kann. Genau. Ich würde jetzt noch einen letzten Test machen und zwar, wir schauen jetzt mal ganz kurz, wie das Fahrzeug sich in den Kurven verhält, weil wir brauchen gar nicht reden, das Auto ist tiefenentspannt zum Dahinfahren. Also wirklich vom Komfort her mega. Also es ist extrem komfortabel. Aber natürlich, wir haben jetzt gesehen, wie schnell das Ganze geradeaus geht. Aber jetzt wollen wir natürlich auch schauen, was geht da in den Kurven. So, und fühlt sich das jetzt nach 2,5 Tonnen an, Beppe? Und das ist noch gar nichts. Alter, wird das Hecker dran. Alter, wird das Hecker dran. Jawohl, Mann! Drauf, Alter! Alter, Junge! Alter, man kannst. Alter, überall 4. Jawohl! Du, dann trau ich das Handschuhfach geht auf. Das Handschuhfach geht einfach auf. Das ist einfach so ein Handschuhfach aufgekommen. Beppe, fühlt sich das nach 2,5 Tonnen an? Das Ja. fühlt sich nach puren Fahrspaß an. Findest du, dass die Kurvenfahrt schnell war? Ja, ich fand jetzt nicht langsam. Findest ich hab das geil gefunden, wenn das über alle 4, wie das so predictable gewesen ist, wie der einfach Ausbruch ist. Jetzt bin ich schon da. Ja, aber kontrolliert. Ja, voll, das habe ich mal gemeint. Deswegen.
Ja, weil das Gewicht, das ist halt einfach so, das reißt halt einfach irgendwann so, weißt du, wenn man bei einem Auto, das wohl leicht ist, das hat relativ lange eine Traktion und auf einmal reißt es halt richtig krass ab, weißt du, ich mein? Und da ist halt so, das Gewicht, das schiebt halt irgendwann über den Reifen und das ist dann nicht so, dass auf einmal das dann so richtig extrem abreißt, sondern hast du gemerkt, wie langsam das der... Aber es fühlt sich nicht nach 2,5 Tonnen an. Von der Fahrdynamik her besser als der alte. Also das jetzt von den Kurvengeschwindigkeiten her finde ich besser als der alte. 100 Pro. Nicht als der CS. Nein, du darfst das Auto nicht mit dem CS vergleichen. Das darfst du nicht. Aber besser als der M5 Competition. Ganz, ganz sicher. Also du merkst, was du hier für Kurvengeschwindigkeiten fahren kannst. Hätte ich niemals gedacht. Ich wusste, dass M das extrem gut hinbekommt, aber dass bei 2,5 Tonnen, dass sich das Auto so gut in den Kurven fahren lässt. Und es war jetzt halt eine Kurve und wir sind nicht ansatzweise, weißt du? Also da ist ja noch... Da ist so viel Spielraum. Ich meine, da müsste man wirklich mal mit dem Auto auf die Rennstrecke gehen. Ja gut, überleg einmal, was war denn damals mit dem XM Amerika? Ja. Wenn man, weißt du, das ist ja noch schwerer, das Ding. Wie krass das in der Kurve gelingen hat. Voll, ja. So, 0-100 Launch. Weiter. $3,59. Jetzt ist natürlich die große Frage, jetzt haben wir das Auto hier in Frozen Black. Beppe, wie gefällt dir die Front? 3 von 10. Leute, wie gefällt euch die Front? Also Beppe hat gesagt 3 von 10. Ich sag dir ganz ehrlich, für mich ist die Front vom Gesamtfahrzeug gefällt mir Stand jetzt am schlechtesten. Warum ist das so? Ich finde einfach, das ist so dieses Typische, was du von BMW Elektro kennst. Deshalb jetzt dahingestellt. Ich finde generell den Kühlergrill, hier die Lufteinlässe, finde ich sehr sexy. Ich finde auch hier die Ecken und Kanten sehr sexy, kommt natürlich in dem Frozen Black sehr gut raus. Mein Problem ist allerdings die Scheinwerfer, weil ich finde, das wirkt zu brav. Da fand ich, beim alten M5 hast du ein aggressiveres, bulligeres Auftreten gehabt, was einfach vom Gesamtprodukt besser gepasst hat, weil du halt nochmal hier jetzt die Lufteinlässe und hier den Kühlergrill. Ist ein bulliges Auftreten, finde ich sehr sexy. Das mit den Lichtern, da gewöhnst du dich dran, das ist halt sehr zukunftsorientiert. Finde ich auch irgendwo, glaube ich, wächst das mit der Zeit, weil man damit auch erkennt, ah ja, okay, der M5 kann auch rein elektrisch. Aber hier mit den Scheinwerfern, gut, werden wir mal mit der Zeit sehen. Was ich natürlich auch cool finde, es ist alles etwas breiter gemacht, ja. Und natürlich hier von der Seite, jetzt musst du dir mal vorstellen, M4 auch in Frozen Black gehabt. Jetzt stell dir mal vor, Beppe, der wird jetzt ein bisschen tiefer. M-Performance Parts, die goldbronzenen Felgen, die M-Performance Felgen, finde ich, wird das Auto direkt gleich wieder anders wirken. Oder meinst du nicht? Ja, schon, es macht das bei jedem Auto macht das was aus, wenn du andere Felgen drauf machst und Fahrwerk, natürlich, aber nichtsdestotrotz ist einfach die Front und ich weiß nicht, auch das Heck mit der Silhouette, wie das so nach unten fällt, mit dem Kofferraum hinten. Mir persönlich gefällt das einfach nicht so. Ich weiß nicht, was du zum Heck sagst. Gehen wir mal nach hinten, Leute. Schauen wir uns mal das Heck an. Das muss man auch mal ganz kurz erwähnt haben. Schaut mal her, so diese kleinen Details, ja, dass wir hier richtig schön das M-Logo haben, ja. Ich finde diese kleinen Details, das liebe ich und das bekommt M mittlerweile so gut hin. Auch hier schön M5. So, und jetzt sind wir am Heck. Beppe, jetzt komm mal her. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant, ja. Wieder. 1 bis 10. Wie gut gefällt dir das Heck? Eine 4. 4 von 10. 4 von 10. Ja. Leute, von 1 bis 10. Wie gut gefällt euch das Heck? Ich sag dir, mir gefällt's nochmal deutlich besser als die Front. Man muss es jetzt wieder ausblenden zum Vorgänger, zum F90. Wir brauchen nicht reden. Das war ein aggressiveres, bulligeres Auftreten. Hier musst du einfach klipp und klar sagen, der neue M5 ist halt einfach deutlich eleganter geworden. Das ist natürlich das ganze Thema, dass du rein elektrisch fahren kannst, das macht das ganze Thema eleganter. Aber natürlich, und das wollen wir natürlich herausfinden, ist die Performance genauso noch gegeben wie beim Vorgänger, beziehungsweise ist es sogar besser. Aber Beppe, an was liegt es, dass dir das Heck nicht gefällt? Weil ganz ehrlich, ich finde es in den Frozen Black, diese Ecken und Kanten kommen geil raus. Jetzt musst du überlegen, M-Performance gibt es hier noch, hast du jetzt hier schön in Carbon und hast hier noch die Spoilerlippe, hast du noch in Carbon hier sowieso. Mhm. An was liegt es bei dir? Bei mir liegt es an das, vielleicht können mir da ein paar Leute recht geben, das ist das Auslaufen von der C-Säule. Weißt du, was ich meine? Das hier meinst du? Weil nämlich das einfach so immer weiter nach unten geht. Jetzt, wenn das einfach da
ungefähr auf dieser Höhe stoppen würde und würde dann aber gerade weitergehen und nicht weiter nach unten, das wird um so viel mehr ausmachen. Ist jetzt nur meine Meinung, aber wenn das einfach so dauerhaft weiter nach unten läuft und immer, ja, wie soll ich sagen, immer weiter nach unten läuft. Du hast recht, stell dich mal hier hin und da sehen wir es nämlich, diese Linie. Aber jetzt sind wir genau bei dem Thema. Es ist dieses elegantere Auftreten und das ist das Konzept von M. Dass du ein Produkt hast, was auf der einen Seite elegant ist und du wirklich damit als Daily Driver und entspannt und rein elektrisch unterwegs sein kannst, aber auf der anderen Seite wirklich eine brutale Performance hast von 727 PS und 1000 Newtonmeter und das spiegelt sich natürlich mit außen wieder. Ich glaube, man muss hier dem Design noch etwas Zeit geben. Selbes Thema M4. Am Anfang haben es alle gehasst und jetzt mittlerweile, Beppe, dir hat es auch überhaupt nicht getaugt und mittlerweile? Ja, aber mit der anderen Niere, nicht mit der Originalen. Da muss eine andere Niere rein, aber wie du schon gesagt hast, das Auto muss tiefer, da müssen Felgen rauf, da müssen Anbauteile ran. Das macht aus jedem Auto natürlich wieder ein komplett anderes, das ist logisch. So Leute, kurze Unterbrechung, denn wir kommen zum Partner des heutigen Videos und zwar Carvertical. Carvertical führt die größte Online-Datenbank zur Fahrzeughistorie für Importfahrzeuge und Gebrauchtfahrzeugen und ist hierbei in 28 Ländern aktiv. Und wir haben auch hier mal ein kleines Beispiel vorbereitet, denn es geht natürlich um das Thema M5 und wenn wir uns jetzt mal hier ein paar Vorgänger anschauen, dann sehen wir zum Beispiel hier ein Beispiel. Wir gehen ganz normal auf die Carvertical Webseite, wir geben die VIN-Nummer vom jeweiligen Fahrzeug ein, um uns hier eben genau von bösen Überraschungen schützen zu können. Und dann werden uns hier die ganzen Daten angezeigt. Denn Carvertical zieht von ganz vielen Ländern, ziehen sie sich die Daten vom jeweiligen Fahrzeug und dann sehen wir hier, der Kilometerzähler sieht gut aus, der rechtliche Status sieht gut aus. Allerdings, wenn es um das Thema Schaden geht, sieht es nicht so gut aus. Und jetzt kommen wir zu dem Riesenvorteil, Leute, denn wir sehen hier die kompletten Bilder. Im Februar 21, wie das komplette Fahrzeug verunfallt ist und dann schon ein paar Monate später, im Mai 2021 sieht das Auto wie neu aus. Und das ist genau das Thema, Leute. Denn man würde jetzt halt hier, wenn man uns das Bild anschaut, niemals denken, dass dieses Fahrzeug jemals verunfallt ist. Aber dank Carvertical werden hier die kompletten Bilder, die kompletten Daten aufgenommen. Genauso eben auch hier, um uns hier vor bösen Überraschungen schützen zu können. Kilometerzähler hier zuletzt 31.800 Kilometer. Und wenn wir natürlich dann noch weitergehen wollen, können wir uns natürlich den kompletten Bericht nochmal herunterladen. Klicken wir einfach drauf und dann haben wir das hier nochmal alles schön und sauber aufgelistet. Also Leute, das heißt wirklich, wer sich hier ein Gebrauchtfahrzeug überlegt oder vor allem ein Importfahrzeug, schaut auf die Carvertical Webseite. Der Link ist in der Videobeschreibung eingeblendet und mit dem Code GERCOLLECTOR erhaltet ihr jetzt 20% Rabatt und so könnt ihr euch auch dann wirklich vor bösen Überraschungen schützen. Und jetzt geht's weiter mit dem M5. Wir reißen auf. Halt einfach untenrum, merkst halt einfach das Drehmoment, dann merkst du wirklich die Elektropower, aber dann merkst du obenrum, gefühlt ging der Vorgänger besser. Ja. Schau ab hier, also es geht extrem gut, aber trotzdem gefühlt ging der Vorgänger besser. Ja, finde ich aber auch so. Ja, das ist einfach das Gewicht. Das kann man halt einfach nicht weglassen. So Leute, wir reißen hier auf ein letztes Mal auf im neuesten M5, wie das einfach hier durchbeschleunigt. Es ist einfach der absolute Wahnsinn. Und jetzt kommen wir zu der entscheidenden Frage, Beppe. Ist der neue M5 besser als der Vorgänger? Meiner Meinung nach optisch und emotional finde jetzt ich einen Vorgänger besser. Ja. Es ist zwar cool mit der, wenn du jetzt rein nur auf den Punch und auf das Drehmoment gehst von dem Motor, ist das cool. Vor allem unten raus ist das echt cool. Aber dass man dann rein elektrisch fährt und sagt, okay, das ist cool, braucht man, finde jetzt ich persönlich nicht. Ja. Weil für das kann ich mir ein reines Elektroauto zulegen, wenn ich sage, ich will elektrisch fahren. Ja. Also das ist jetzt meine Meinung. Aber ansonsten, er ist komfortabel, das muss man schon sagen. Er ist auch gar nicht so laut herin.
Selbst bei hohen Geschwindigkeiten kann man sich eigentlich rein theoretisch nur unterhalten hören. Und ja, verzeih mir du, was meinst du? Und da muss ich dir leider eben nicht recht geben, weil ich finde, genau das ist das Geile, dass du hier rein elektrisch unterwegs sein kannst, dass du sagst, hey, ich habe hier die V8 Power am Start, dann in Verbindung mit der Elektropower eine Gesamtleistung von 727 PS, ja, und auf der anderen Seite, wenn du sagst, dieser Komfort, der war auch beim Vorgänger schon extrem gut gegeben, hier ist es nochmal deutlich besser. Warum ist es nochmal deutlich besser? Er ist generell vom Fahrwerk, von der Federung her nochmal komfortabler geworden, aber dann das Entscheidende für mich hier eben genau, wenn ich in den Elektromodus gehe, du hast wirklich deine Ruhe, deine Stille. Es ist einfach tiefenentspannt, so wie du dir einfach einen 5er BMW vorstellst, und das haben wir jetzt hier in dem M5 verbaut, und trotzdem weiterhin hier in Dynamic Plus Modus hast du deinen V8, und deswegen finde ich, sind die Emotionen mindestens genauso noch gegeben wie beim Vorgänger. Nur natürlich ist das Ganze schwerer geworden. Jetzt kannst du sagen, okay, er ist jetzt hier und da vielleicht einen Ticken langsamer. Aber auf der anderen Seite musst du trotzdem sagen, Beppi, den Herstellern sind mittlerweile so die Hände gebunden, ja, und da ist natürlich M auch stark beeinträchtigt. Und da muss man einfach klipp und klar sagen, wir haben hier weiterhin unseren V8, und ich finde trotzdem serienmäßig, er klingt einfach. Du hast halt einfach diesen Punch, einfach dieses Drehmoment, und das ist halt wirklich ultimativ. Also Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, hier mal diesen neuen M5 zu testen, ich bin echt gespannt, was ihr dazu sagt, weil ich finde, auf der einen Seite, es ist wie der alte M5, aber auf der anderen Seite, es ist halt einfach deutlich komfortabler, und ja, letzten Endes, Geschmäcke sind verschieden. Wir haben jetzt hier den neuen M5 getestet. Er ist einfach ein Ticken langsamer, natürlich gewichtsmäßig bedingt, aber auf der anderen Seite, Fahrdynamik, kurvenmäßig, ist es ein absolutes Monster. Und damit würde ich sagen, wir machen Schluss mit dem Video, oder? Oh. Alles klar, Leute, wir sind raus, und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Peace out. Alter, wenn das Heck dran. Alter, wenn das Heck dran. Jawohl, Mann! Drauf, Alter! Alter, Junge!